Schneide die Garnelen am Rücken leicht an, denn gleich baden sie komplett in Limettensaft und verwandeln sich in einen eiskalten, scharfen Aguachile. Eine sommerliche Geschmacksexplosion ganz ohne Herd. Durch den Schnitt kannst du den Darm schnell entfernen und die Garnelen aufklappen. Das Entdarmen ist freiwillig, denn normalerweise der Darm ist nicht schädlich, aber der Schnitt hilft der Marinade dabei, schneller einzuwirken. Lege die Garnelen in einen passenden Behälter und presse so viele Limetten aus, bis sie vollständig im Saft schwimmen. Eine genaue Anzahl lässt sich kaum nennen, weil sie sowohl von der Garnelenmenge als auch vom Behälter abhängt. Hier waren es ungefähr 7 bis 8 Limetten. Schon beim Auspressen der letzten Limette beginnen die Garnelen ihre Farbe zu verändern. Stelle sie anschließend für 20 Minuten in den Kühlschrank. Die Säure verändert dabei die Eiweißstruktur der Garnelen. Dieser Prozess heißt Denaturierung und sorgt dafür, dass sie kalt gegart werden. Während die Garnelen marinieren, schneidest du eine große rote Zwiebel in dünne Streifen und für die typische Schärfe kommen 4 Jalapenos und 2 Serrano Chilis zum Einsatz. Bist du scharfes Essen aber nicht gewohnt, nimm lieber nur 2 Jalapenos und entferne das Kerngehäuse. Schärfe ist schließlich sehr persönlich. Was für den einen angenehm feurig ist, kann natürlich für den anderen schon ein Fall für den Feuerlöscher sein. Anschließend halbierst du eine Gurke der Länge nach und entfernst die Kerne mit einem Tee- oder Esslöffel. Dadurch wird einfach die Konsistenz deutlich angenehmer. Schneide die Gurke daraufhin in grobe Scheiben, denn größere Stücke passen meiner Meinung nach bei Aguachile besser als winzige Gurkenkrümel. Danach gibst du die Chilis zusammen mit 2 Knoblauchzehen und einer Handvoll Koriander in den Mixer und entferne die Korianderstiele nicht, denn auch sie bringen jede Menge Geschmack. Sollte der Mixer streiken, gieße nicht einfach immer mehr Limettensaft hinein, sondern ein kleines Stück Gurke und ein Schuss Wasser reichen völlig aus, damit er wieder mitspielt. Nachdem die Garnelen sich 20 Minuten im Kühlschrank entspannt haben, kommen die rote Zwiebel, die Gurkenscheiben und die grüne Chili-Koriander-Mischung dazu. Vermenge alles gründlich und schmecke den Aguachile mit Salz und Pfeffer ab. Rühre so lange bis sich die Aromen vollständig verbunden haben und jede Garnele von der frischen, scharfen Marinade umhüllt ist. Verteile den Aguachile mit einem Löffel auf dem Teller und Avocado gehört nicht unbedingt dazu, passt aber mit ihrer cremigen Konsistenz perfekt zur Limettensäure und zur Schärfe. Aguachile wird normalerweise mit salzigen Crackern oder knusprigen Tostadas gegessen. Und ein kaltes Bier passt ebenfalls erstaunlich gut dazu. Dieser Aguachile ist frisch, knackig, cremig und feurig und jeder Bissen schmeckt nach Sommer. Suchst du aber ein ähnliches Rezept mit derselben genialen Kombination aus Fisch, Limette und Schärfe, dann ist dieses peruanische Ceviche genau das Richtige für dich. Also direkt ins nächste Video und entdecke das Geheimnis der perfekten Tigermilch.